Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch eine Silvester-Deko-Idee zeigen und zwar, wie man selber Glücksklee aus Draht basteln kann. So sieht das Ganze dann später aus. Für dieses Projekt würde ich jetzt bevorzugt grünen Bindedraht verwenden. Ihr könnt auch ruhig einen dunkelgrün nehmen. Ich habe mich jetzt hier für diesen giftig grünen Bindedraht entschieden. Okay, dann lege ich jetzt mal los. Ich lasse jetzt hier ein gutes Stück vom Anfang erstmal hinausschauen. So, es ist jetzt auch ein bisschen friemelig. Jetzt nehme ich hier einfach mal meinen Finger und biege mir das jetzt hier schon mal zurecht. Jetzt nehme ich den Fingernagel und forme mir das zweite Kleeblatt aus. Jetzt kommt wieder mein Finger zum Einsatz, drehe mir das hier drumherum. So, jetzt habe ich ja hier schon mal das erste Kleeblatt soweit fertig. Jetzt halte ich das hier fest und verzwirbe das jetzt schon mal 2-3 Mal. So, jetzt lege ich weiter hier los, nehme jetzt wieder meinen Finger, Fingernagel zum Knicken. Ich muss das hier mal eben ein bisschen drehen. Und zack. Mal eben gucken. Man kann das Ganze auch immer noch nachträglich dann nachher ausformen. Halt hier wieder fest, also hier an dieser Stelle. Und verzwirbe das wieder. Ich hoffe, man kann das nachher einigermaßen gut im Video erkennen. Jetzt forme ich mir mein drittes Kleeblatt aus. Nehme wieder meinen Finger sozusagen als Schablone. Fingernagel zum Knicken. Finger wieder hier drumherum zum Biegen. So, eben gucken. Von der Größe her. Das muss jetzt auch nicht zu 100% gleich groß sein, also diese einzelnen Kleeblätter. Halt hier wieder fest in der Mitte und verzwirbe das jetzt ein paar Mal. Jetzt brauchen wir noch ein viertes Blättchen. Das knicke ich mal eben nach unten. So, Finger wieder zum Biegen. Jetzt wieder mit dem Fingernagel hier knicken und wieder hier einmal drumherum. So, jetzt schaue ich mal eben von der Größe. Ja, das ist jetzt nicht so schön geworden. Mal gucken. Ja, ich forme mir das jetzt hier auch noch mal ein bisschen aus, das letzte Blatt. Und verzwirbe das jetzt auch wieder. Okay. So. Jetzt habe ich ja hier diesen Anfang vom Draht und noch das hier zum Abwickeln und wickel jetzt hier erstmal drumherum. Das könnt ihr jetzt so ganz locker flockig hier drumherum wickeln. Hier unten gehe ich jetzt einmal entlang und gehe jetzt wieder mit meinem Bindedraht nach oben. Zack, zack, zack. Dann wird der Steh so ein bisschen stabiler. Und jetzt gehe ich hier, Moment, hier richtig stramm einmal drumherum und wickel mit meinem Bindedraht wieder nach unten hinweg. Könnt ihr jetzt auch relativ locker drumherum wickeln. So, wo habe ich jetzt meine alte Drahtschere? Ach da. Schneide das jetzt hier ab. Ja, und auf diese Art und Weise könnt ihr ja ganz viele Kleeblätter basteln. Jetzt müssen ja hier diese Lücken noch gefüllt werden. Das zeige ich euch im nächsten Schritt, damit das Ganze nachher so aussieht. Ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe jetzt schon 4 Kleeblätter erstellt. Was wollte ich jetzt sagen? Und die haben bei mir alle eine unterschiedliche Größe. Das sieht dann immer schöner aus. Als Unterlage zum Arbeiten habe ich jetzt hier gerade Backpapier und jetzt nehme ich das Kleeblatt und drücke mir den Draht so einigermaßen platt. Jetzt kommt meine Heißklebepistole zum Einsatz und die Lücken werden jetzt hier einfach mit Heißkleber ausgefüllt werden. Der Draht wird auch stellenweise so ein bisschen nach oben hin wegflutschen. Und dann, wenn das bei euch auch der Fall sein sollte, macht ihr erstmal nur so eine Hälfte vom Kleeblatt. Da muss man jetzt auch ein bisschen auf seine Finger aufpassen. Deswegen mache ich jetzt auch nur die Hälfte von dem Blatt. Und dann warte ich einen Moment, bis der Heißkleber schon mal an den Stellen getrocknet ist. Aber das hier können wir jetzt schon mal ganz auffüllen. Ja, jetzt muss ich erstmal abwarten und Tee trinken, weil wenn ich das jetzt loslasse, dann flutscht mir der Draht wieder nach oben hin weg. Soll er ja nicht. Jetzt befülle ich die anderen Blättchen mit Heißkleber, halte den Draht aber auch stellenweise noch fest und warte auch bei diesen beiden Blättchen erst einmal ab, dass der Heißkleber schon mal hart geworden ist. Hier könnte ich jetzt schon mal ein bisschen weiterarbeiten und das restliche hier ausfüllen. Ich drücke den Heißkleber auch immer so ein bisschen an den Draht dran. So, hier fehlt noch ein Tacken. Können wir hier oben drauf noch ein bisschen was machen, dann hat es eine schönere Optik nachher. Ich zeige es euch jetzt noch einmal, nehme hier mein Drahtgestell, drücke mir den Draht so platt wie es geht auf mein Backpapier und befülle die Blättchen schon mal zur Hälfte mit Heißkleber.
Dann warte ich erst wieder ab, bis das so einigermaßen schon mal fest geworden ist. Das heißt hier einigermaßen, bis das fest geworden ist. Das hier können wir jetzt schon mal lösen. So sieht das Ganze jetzt schon mal aus. Hier oben, ich muss gleich diese Heißklebepistolenfäden entfernen. Hier oben kommt jetzt gleich auch noch Heißkleber drauf, damit das ja noch mal ein bisschen schöner aussieht von oben betrachtet. Nun gestalte ich die Blättchen von oben und trage hier auch ein bisschen Heißkleber oben drauf auf. Dann sieht das, wie gesagt, schöner aus, als wenn man das jetzt so platt lassen würde. Müsst ihr jetzt auch wieder nur ein bisschen vorsichtig mit dem Heißkleber arbeiten, nicht, dass der bei euch runterläuft. Die Kleeblätter bestreiche ich jetzt mit Acrylfarbe und darauf streue ich dann etwas Glitzer. Alternativ zu der Acrylfarbe könnt ihr auch einfach Nagellack verwenden oder ihr nehmt von Anfang an, grünen Heißkleber. Wie gesagt, jetzt hier einfach großzügig einpinseln. Die Unterseite der Kleeblätter werde ich aber auch grün einpinseln und auch mit Glitzer bestreuen. So, das ist aber jetzt hier wirklich ein ganz, ganz alter Pinsel, muss ich gestehen. Acrylfarbe ist jetzt drauf. Und dann hier einmal bisschen Glitzer drauf streuen. Die Kleeblätter sind jetzt mittlerweile getrocknet und im nächsten Schritt werde ich sie mit der Heißklebepistole an diesem Stück Baumrinde befestigen. Außerdem habe ich mir noch überlegt, etwas Islandmoos hier mit einzuarbeiten. Das wird dann auch mit der Heißklebepistole befestigt werden. Ich bin jetzt soweit fertig mit meiner Glücksklee-Deko und ich hatte noch zusätzlich dieses angesprühte Schneckenhäuschen eingearbeitet. Ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!